willkommen in Göteborg. Wir sind hier für 3 Tage und schauen uns alles mal genauer an. Und ich kann euch eins versprechen, das Essen ist hier richtig geil, aber auch noch viel mehr. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und wir sind 3 Tage in Göteborg und neben der schönen Aussicht am Meer, es ist echt ruhig hier, richtig schön angenehm. Schöne Aussicht, keine Leute. Gibt es hier auch einfach richtig krasses Essen. Wirklich eins der besten Grilled Cheese Sandwiches. Bisher Göteborg, also essenstechnisch, krass delivered. Ach ja, und der Halloween-Freizeitpark darf natürlich auch nicht fehlen. Einige Achterbahnen, ich glaube so 3, 4, 5 Achterbahnen. Hier seht ihr den perfekten Schwedentrip im Herbst. Es ist einfach so idyllisch, gemütlich. Bisher Göteborg, also essenstechnisch, krass delivered. Ist auf jeden Fall bisher der schönste Teil von Göteborg. Auf geht's! Peng! Tag Nummer 1 in Göteborg. Wir sind ja gestern Abend alle angekommen, waren dann noch in der Kneipe und auch bei Taco Tequila. War gar nicht so geil. Ist auf jeden Fall keine große Empfehlung. Jetzt gehen wir aber erstmal frühstücken und schauen mal, was es jetzt hier so gibt. Wir sind ein bisschen außerhalb. Airbnb zeige ich euch natürlich später auch noch und natürlich die Stadt. Göteborg wirkt wie eine Kleinstadt, ist aber immerhin die zweitgrößte Stadt Schwedens und deswegen hat sie ein sehr schönes Straßenbahnnetz, auch wenn man hier die meisten Distanzen zu Fuß laufen könnte. Wir sind jetzt mit der Bahn gefahren. Übrigens, hier könnt ihr euch ein 3-Tages-Ticket holen, das kostet irgendwie 20 €. Viel billiger als in anderen Städten, das man so kennt. Ganz cool, wir sind jetzt in der Innenstadt, gehen jetzt aber weiter erstmal zum Frühstücken, weil wir wollten eigentlich bei uns in der Ecke frühstücken. Gehen jetzt aber zu einem Bagelladen, der eine 4,8 Bewertung hat. Richtig geil, weil die meisten Sachen hier haben irgendwie nur eine 4,2 oder sowas. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind bei Jimmy und Joanne's. Cool aussehender Laden, haben sehr lange gebraucht für das Zusammenstellen, aber dafür ist der Bagel richtig krass. Sieht richtig geil aus, hat 10 € gekostet. Ich glaube für schwedische Verhältnisse gar nicht so teuer. Hammer. Gerade der Mix mit diesem American Cheese, der richtig geil zerläuft hier. Mit der Cream Cheese. Und das ist ein richtig, richtig guter Bagel. Den ich so teilweise auf dem Level selbst in Berlin vermisse. Das ist wirklich richtig gut. Das Gute ist, der Bagelladen ist auch ganz nah an der Main-Straße, wenn man so will, wo das Theater ist, wo sehr viele Einkaufsläden sind. Hier kann man schön lang gehen. Es ist natürlich immer noch sehr windig. Aber man merkt, es ist eine schöne Stadt, eine schöne, gemütliche Stadt, die sich bestimmt vor allem jetzt so im Herbst, aber auch im Winter lohnt, weil es auch arschkalt hier dann ist, aber so ein weihnachtliches Flair dann hat. Das Gute ist ja, die Stadt ist relativ klein, ne? Nicht vergleichbar mit zum Beispiel New York, wo wir waren. Seht ihr übrigens hier oben. Deswegen kann man hier alles sehr schön an einem Tag sich angucken auch und einfach nur ein kurzes Wochenende hier verbringen am Ende. Und deswegen ist unser erster Step jetzt ein bisschen Sightseeing in den Salu-Hallen, also eine Art Foodhalle, aber auch ein Fischmarkt. Ich bin gespannt. Genau, also die Salu-Hallen sind halt in der Foodhalle, richtig geil. Richtig edel sieht es hier drin aus, man gibt eine richtig gute Auswahl. Der Banh Mi Shop soll richtig gut sein, habe ich gehört. Aber ansonsten gibt es ja auch sehr viel Lebensmittel, die man sich einfach kaufen kann. Und eben Snacks. Also wenn ihr auf jeden Fall Hunger habt, ist es genau der richtige Platz für euch. Erinnert mich stark an die Foodhallen in Budapest mit dieser schönen Einrichtung, auch wenn das hier alles etwas moderner und edler wirkt. Neben der Halle sind die Köttbullar Kanären oder so heißen die. Das ist ein Laden, wo es auf jeden Fall Mittagstisch für 130 Köttbullar gibt. Sind am Ende 12 € wahrscheinlich etwa.
Sind richtig große Fleischklöpse, nicht zu viel essen, auch wenn es relativ teuer ist, aber ist am Ende ein guter Snack zwischendurch und dann kann man auch mal was Regionales essen. Ich selbst bin nicht der größte Köttbullar-Fan, aber die waren schon saftig und wir haben sie echt in 2-3 Minuten auf dem Tisch gehabt. Gediegen. Jetzt im nächsten Teil der Stadt, in dem Teil Haga. Den gibt es schon seit 1647. Hier sind so richtig schöne, alte, weiße Häuser. Hier soll es sehr viele Cafés geben, sehr viele Bars geben. Und hier werden wir uns eine Zimtschnecke oder sowas suchen, um hier mal wieder was Traditionelles zu essen. Den Stadtteil gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert und er ist bekannt für die postmodernen Nachbildungen der Holzhäuser und Cafés. Wie gesagt, alles eben sehr cozy und instagrammable. Ach ja, auf Instagram könnt ihr mir auch folgen. Da poste ich noch mehr Stories und Bilder von meinen Trips. Aber jetzt zurück zum Café war es, glaube ich, oder? Wir waren im Café Husaren. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Café hier. Ist wunderschön von innen. Es gibt diese riesigen Zimtschnecken, dafür ist es bekannt, ne? Hagerbullen. Aber auch noch so viele andere Sandwiches, Kuchen, Cookies und. Ich habe mir einen Vanille-Cookie geholt und ich habe mir die Zimtschnecke geholt. Die werde ich aber nachher auf dem Zimmer testen. Wir gehen jetzt erstmal zurück ins Airbnb. Das zeige ich euch dann erstmal. Dann chillen wir noch ein bisschen, denn wir sind ja hier in Göteborg, weil wir auf ein Konzert gehen von In Flames. Das ist heute Abend. Aber keine Sorge, ich zeige euch natürlich noch viel mehr von der Stadt in den nächsten Tagen. Als kleiner Vorspann: Wir klettern auf einen Hügel, fahren ans Meer und genießen die Aussicht und ich gehe in den wohl coolsten Halloween-Freizeitpark nach Disneyland. Aber wir springen jetzt erstmal wieder zurück nach Haga, denn wir sind noch nicht ganz fertig. Haga ist auf jeden Fall sehenswert. Super viele schöne Cafés mit riesigen Zimtschnecken oder Süßigkeiten und Co. Hat auf jeden Fall was, wie man sich so ein bisschen Schweden so aus Michael Lönneberger und Co. irgendwie vorgestellt hat, meiner Meinung nach. Viele Cafés und so auch. Ist auf jeden Fall bisher der schönste Teil von Göteborg. So Leute, wir sind jetzt im Airbnb. Ich zeige euch mal die Zimtschnecke, die richtig riesig ist. Also mal als Handvergleich, die ist größer als meine Hand am Ende. Bin gespannt, wie die schmeckt. Ein bisschen fluffig. Ist eine Zimtschnecke am Ende wirklich. Lecker. Und riesig. Hat aber auch am Ende, glaube ich, fast 10 Euro gekostet. Und das Airbnb ist auch ganz geil. Ne? Wir sind ein bisschen außerhalb, aber hier kann man ja alles gut mit Trams erreichen und Co. Ich finde, das ist ja eh nicht riesig, man kann es also auch laufen. Mega nice. Tag 1 also ein voller Erfolg. Und ich verspreche euch, der zweite Tag wird noch besser. Auf geht's! Herr Wörner, sag mal was. Was denn? Wörner, sag mal was. Was denn da? Was magst du? Wie findest du Göteborg bisher? Alles gut. Ja? Ja. Gut. Danke. So, Tag 2. In Flames Konzert war richtig cool gestern. Ich zeige euch hier noch ein paar Szenen, aber ohne Ton, weil sonst kriege ich hier Copyright-Probleme. Wir sind wieder auf dem Weg zum Frühstück und werden uns dann mal ein bisschen auf so einen Hügel begeben und die Stadt uns anschauen. Göteborg ja so eine typische schwedische Stadt, auf so einem Felsen aber gebaut. Sieht man dann teilweise an Ecken richtig cool, also richtig riesige Felsen. Deswegen ist es auch sehr viel Erhebung und sowas. Und natürlich auch am Wasser. Hier endet ja ein Fluss, hier ist eine Flussmündung und der geht dann in die Nordsee. Ja, genau. Gucken wir uns noch ein bisschen an. Heute ist auch schönes Wetter. In der Brandschothek. Hier gibt es Sandwiches, Eggs Benedict und sowas. Ich hatte das war ein Special-Angebot, das Caesar Salad Sandwich. Also es war wie ein Caesar Salad aufgesetzt mit Parmesan, mit richtig geilem Hähnchen, Jalapenos auch ein bisschen und einer richtig geilen Soße. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Die Eggs Benedict sehen auch richtig geil aus. Das ist nicht unbedingt billig hier, aber man kann hier auf jeden Fall vorbeigehen. War ein richtig schönes Frühstück, bin auch ehrlich. Im Harz, also im letzten Video, das ihr hier oben sehen könnt, hatten wir ja kein gutes Essen. Hier bisher nur gutes Essen. Also es ist auf jeden Fall ein Win in Göteborg. Brandschothek in der Gegend sind auch noch super viele andere Frühstückslokale. Also es ist, glaube ich, eine gute Gegend. Hier zum Beispiel ist Bönor Bagels. Ja, hier kann man auf jeden Fall viel essen. Es gibt einige Plätze auf jeden Fall, wo die Leute sich zum Essen hinsetzen. Alles gemütlich. Auch jetzt, wenn es schon kälter ist. Ne? Wir haben ja jetzt wirklich Anfang November. Deswegen auch die ganzen Halloween-Sachen draußen. Ist es trotzdem sehr angenehm in den ganzen Lokalen. Auch draußen, weil die überall Heizstrahler haben. Die sind auf jeden Fall gut vorbereitet dafür.
nach dem Frühstück ist Frühsport dran. Wir gehen da vorne hoch auf den Aussichtspunkt und gucken uns Göteborg von oben an. Ich glaube, so wird das ausgesprochen hier. Jetzt auf dem Skansen Kronan, das ist eine ehemalige Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert, wurde von Gustav Adolf II. Gebaut. Die Stadt ist ja auch erst von 1619, ne? Also zumindest die neuere Stadt hier. Vorher gibt es ja auch schon Anzeichen, dass die Leute hier gewohnt haben, logischerweise. Genau, das ist die Festungsanlage, die wurde aber nie wirklich benutzt, weil Göteborg zu den sichersten Städten Europas in der Zeit gehört hat. Und 1806 wurde sie dann entmilitarisiert. Ist aber ein sehr schöner Aussichtspunkt und hier sind auch so Kanonen und sowas. Und der Turm halt mit der Krone oben drauf ist auf jeden Fall richtig geil. Und lohnt sich auf jeden Fall hier hochzukommen. Auf geht's! Peng! Hier sieht man natürlich schön noch die Stadt. Man kann leider nicht auf den Hafen schauen, aber so ein bisschen über Haga, den Distrikt, den wir gestern schon waren. Man sieht hier schon die verschiedenen Baustile. Und hier hinter uns ist die Festung, zu der wir jetzt hochgehen. Geil! Irgendwie lustig, denn das ist echt nur ein kleiner Hügel, aber man kann die ganze Stadt überblicken. Die Festung per se ist jetzt nicht super interessant, man sieht ja nur die Außenwände. Aber mit den Kanonen und bei schönem Wetter empfehle ich euch den kurzen Gang rauf. Da hatten wir echt schon viel schlimmere Anstiege. Also man merkt auf jeden Fall, die Schweden stehen auf Backwaren. Überall gibt es Zimtschnecken, Kardamomschnecken und. In jedem Laden gefühlt. Richtig krass, also das riecht hier überall nach Zimt gefühlt nur. Aber nicht nur Zimtschnecken, von Scones über Baisers, ihr findet hier echt alles an jeder Ecke. Da wir ja oben vom Aussichtspunkt den Hafen nicht sehen konnten, sind wir jetzt nach Saltholmen gefahren. Das sind jetzt irgendwie 26 Minuten gewesen und jetzt sind wir richtig ans Meer. Ich habe ja gesagt, Göteborg liegt hier an der Bucht, ne, aber es ist ja eine relativ große Bucht und ein bisschen weiter raus kann man richtig schön ins Meer fahren und hier noch an die Aussichtspunkte sich angucken. Das machen wir jetzt mal. Ja, unheimlich viele Inseln, deswegen auch vor Göteborg sind jede Menge Inseln und da gibt es eine ganze Karte, wo man hingehen kann und natürlich wohnen auf den Inseln auch Leute und man fährt dahin, um ein bisschen sich das anzuschauen und dafür gibt es hier die ganzen Fähren und so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass jetzt so viele so am Ende sind, also es sieht aus wie irgendwie 20 Inseln oder so, mehr als ganz Deutschland gefühlt und das einfach schon hier nur vor Göteborg. Nach einer kleinen Wanderung durch den Hafen sind wir dann auch wirklich am offenen Wasser und schauen auf die Nordsee. Echt ruhig hier, richtig schön angenehm. Überall hat man diese kleinen Inseln, wie ich ja schon gesagt hatte. Und hier kann man sich auf jeden Fall einen schönen Nachmittag verbringen. Also wir hatten auf jeden Fall Glück ja bei dem Wetter jetzt. Ne? Also wenn ihr vor allen Dingen, also ich kann mir vorstellen, im Sommer ist das richtig geil hier. Aber auch so bei dem Wetter jetzt ist auf jeden Fall was anderes, weil Göteborg jetzt an sich hat jetzt nicht super viel zu bieten. Und die Natur ist schon sehr schön. Wie findest du das hier, Victor? Top. Schöne Aussicht. Keine Leute. Von da kann man sogar auf einige der kleinen Inseln über Brücken und Co. wandern. Irgendwie ganz cool mit den Felsen. Gerade im Sommer muss es richtig krass sein, wenn man hier schwimmen gehen kann. Und das alles so nah an der Innenstadt, das hätte ich auch gerne in Berlin. Das ist wirklich der schönste Moment unseres Trips bisher. Und nach einer kleinen Erholung in der Natur müssen wir wieder was essen. Das nächste Highlight wartet also. So, wir sind zurück in der Stadt, werden jetzt wieder was essen. Wir gehen ins 212, das ist ein Burgerladen von 2 In Flames Mitgründern. Das ist ja meine Lieblingsband, deswegen waren wir auf dem Konzert. Die haben hier einen Burgerladen, der soll auch richtig geil sein. Und das schauen wir mal an. Bisher wurden wir nicht enttäuscht beim Essen. Wie geil ist das, dass wir hier bei Flames Burger sitzen? Ich hab richtig Durst. Klaas, hast du auch Durst? Ja. Richtig leckere Burger, die sind natürlich arschteuer, ne, muss man ehrlich sagen. Burger war aber richtig geil. Ich hatte das Philly Cheesesteak Sandwich, nicht vergleichbar mit dem aus New York, was ihr hier oben euch angucken könnt, aber dennoch richtig gut. Der Cider war überraschend krass und das ganze Feeling ist halt cool. Ne? Wir haben noch so ein Buch dazu bekommen und es war einfach für uns als In Flames eine coole Experience.
der Innenstadt, die recht schön ist, von Kopenhagen. Nee, Göteborg, wer hat das denn gesagt? Die ist ganz hübsch. Das wäre auch geil. Ein paar schöne Gebäude. Ist jetzt aber auch nicht zu groß, ne? Also ich bin ja ehrlich, Göteborg ist schon schön, aber auch nur was für einen kurzen Wochenendtrip, weil ich glaube, dann wird es auch relativ schnell langweilig. Aber wir lassen diesen Wochenendtrip nochmal schön ausklingen, denn wir gehen heute nochmal ein bisschen auf eine Iron Maiden Coverband-Style. Und da gibt es noch mal 1, 2 Bierchen, oder Victor? So ist es. Schnaps? Ja, auch. Oh, ja. Ihr hört's. Bis morgen dann. Kleiner Einschub, wir sind noch bei Max Burger. Das muss man machen in Schweden. Die ist eine schwedische Kette, die gibt es auch in Polen mittlerweile. Und hier esse ich einen Burger. Ist natürlich nur ein Fastfood-Burger. Geht aber gut. Und sie haben eine sehr gute vegetarische Auswahl. Besser als McDonald's zum Beispiel. Nicht so gut wie Burger King, logischerweise. Aber lohnt sich. Wir springen den nächsten Tag. So Leute, Tag Nummer 3, wir waren gestern noch bei Max, haben da gestern Abend noch was Schönes gegessen, waren noch in einer Metal-Bar, wo Iron Maiden Coverband gespielt hat, die richtig gut war. Ich zeige natürlich wieder Szenen, aber kann natürlich wieder keinen Sound zeigen, wegen Copyright. Jetzt gehen wir schön frühstücken, dann hauen die anderen auch schon ab, ne, deswegen nehmen sie ihre Koffer alle mit. Mein Flieger geht aber leider erst heute Abend um 9 Uhr, deswegen schauen wir gleich mal, was wir noch so machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch in den Freizeitpark gehen. Denn da ist ja das Halloween-Special noch, gerade bis heute. Der Freizeitpark ist so bekannt zwischen Halloween und für Weihnachtsmarkt. Ich bin gespannt. Wir sind hier bei Gerd zum Frühstück gewesen. Mega geil, die haben hier auf jeden Fall so Kardamom-Bullen und Sandwiches, die ganz cool waren. Ich habe mir ein Grilled Cheese Sandwich bestellt, das richtig gut sein sollte. Und es war wirklich unglaublich geil. Das Brot richtig schön, so ein Sauerteigbrot, richtig schön fluffig, aber auch kross. Der Käse ist so krass zergangen, also man konnte den gefühlt einen Kilometer weit ziehen. Es war eine leichte Hot Sauce drauf, um Geschmack reinzubringen. Wirklich eins der besten Grilled Cheese Sandwiches bisher. Göteborg, also essenstechnisch, krass delivered. So, wir sind jetzt wieder wie an Tag 1 im Hager. Und es ist einfach echt schön, ne? Hier so viele Cafés, dann auch solche Süßigkeitenläden hier. Es ist einfach so idyllisch, gemütlich. Gefällt mir sehr gut hier. Jetzt holen wir uns noch einen Snack für die anderen, dann hauen die ab und dann geht es für mich weiter. Es sind noch super viele Moomin-Shops. Also hier sind an der Straße im Hager schon 2, wo man Moomin-Sachen kaufen kann. Auch Pippi Langstrumpf-Sachen. Also wirklich Schwedens Feines, obwohl, glaube ich, Moomins aus Finnland kommen. Ne? Aber egal. Und dann heißt es auch schon Abschied. Und ich habe die letzten paar Stunden alleine für die Innenstadt, was Leckeres zu essen, ich sag nur Barbecue, und natürlich den Freizeitpark mitten in der Stadt. Wir sind jetzt am Lieseberg Freizeitpark. Der ist unglaublich nah an der Stadt. Also ich bin jetzt wirklich 5 Minuten irgendwie mit der Bahn nur gefahren und schon direkt da, also nicht so weit außerhalb, wie man es aus anderen Ländern kennt. Es ist natürlich auch kein Riesenpark, soll jetzt aber auch nicht so teuer sein. Ich bin gespannt. Den Park gibt es schon seit 1923, also knapp 100 Jahre. Und das merkt man ihm nicht an. Er ist zwar recht klein, aber dafür mehr als gemütlich und hat einige coole Attraktionen. Ich bin jetzt im Lieseberg Freizeitpark, ging super schnell reinzukommen, obwohl es nur ein Sonntag ist. Es ist 12 Uhr und es ist der letzte Tag von der Halloween-Show. Also sehr viel los. Richtig cool. Ich habe jetzt nur 140 Kronen bezahlt, weil ich nur einen Eintritt möchte. Ich möchte nicht mit den Rides fahren. Ich habe einen großen Rucksack dabei, Kamera, bringt alle nichts. Aber so kann man ein bisschen den Freizeitpark genießen und die letzten Stunden alleine. Ist echt wunderschön gemacht. Also man sieht hier einige Achterbahnen, ich glaube so 3, 4, 5 Achterbahnen, die auch richtig gut aussehen. Also lohnt sich auf jeden Fall auch das teure Ticket für, ich glaube, 350 oder 380 zu holen. Ja, und hier sind überall Kürbisse, dann sind hier so Gruselhäuser und es soll richtig gruselig sein, auch nachts und so. Also wenn ihr Halloween-Fans seid, mega geil. Und das Coole ist, nach November ist natürlich die Weihnachtszeit und dann ändert sich das hier alles in so ein Winter Wonderland und ist richtig geil. Also lohnt sich auf jeden Fall im Winter oder zur Halloween-Zeit hier hinzugehen.
gibt es dann auch diese Gruselhäuser. Und da soll es richtig krass gruselig drin sein. Da wird man sehr erschreckt, wie man es teilweise aus TikToks und so kennt. Ist jetzt nichts für mich heute. Aber wenn ihr sowas mögt, könnt ihr da rein. Aber es ist auch cool mit kleinen Kindern hier. Ne? Also ich sehe sehr viele Familien logischerweise hier. Und gerade tagsüber ist es nicht so schlimm. Da hat es eher diesen spooky, cuten Vibe von Hokus Pokus und Co. Stets ab 18 Uhr sind hier verkleidete Schausteller und die erschrecken dann die Leute. Tagsüber ist es also wirklich mehr für Kinder und nachts dann gruseliger. Das werde ich dann nicht sehen, ist jetzt aber auch nicht tragisch. Ne? Ich bin ja selbst Halloween-Fan und war schon im Disneyland extra zu der Zeit. Mein Video übrigens hier oben rechts. Und ich kann ehrlich sagen, Liseberg kann da schon mithalten, wenn es um coole Halloween-Atmosphäre geht. Hier muss ich definitiv auch mal zur Weihnachtszeit hin. So Leute, mein Fazit, Liseberg lohnt sich auf jeden Fall, ne? Für groß und klein. Man kann hier definitiv einige Zeit verbringen. Ich war jetzt 2 Stunden hier drin, hatte hier auch nur diesen Admission Pass, also für 140 Kronen. Du hast dann noch 2 verschiedene Kategorien für größere Pässe, wenn du mit den Rides fahren willst. Und ich glaube, gerade mit den ganzen Rollercoasters und Co. kann man hier schon wirklich 4, 5, 6 Stunden verbringen und einen wirklich schönen Tag haben. Nachts hat man dann noch eben diese Gruselaktion, im Winter dann eben ein Weihnachtsdorf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schön das hier noch dann sein muss. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen jetzt wieder in die Innenstadt, ist ja nicht weit weg, und essen erstmal was. Oder gucken uns mal ein bisschen jetzt noch mal wirklich die Innenstadt genau an. Hatten wir aber nicht wirklich Zeit dafür jetzt. Ich bin ehrlich, die Innenstadt gibt jetzt nicht so viel her. Ne? Hier ist die Domskirche. Die ist klein, aber fein, ne? Da kann man auf jeden Fall reingehen oder sich das anschauen hier. Ansonsten natürlich die Fußgängerzone schön, gemütlich, etwas ruhig. Natürlich ist Sonntag, nicht alles hat auf, ne? Einiges hat doch dennoch auf. Aber generell kann ich sagen, ne? Göteborg ist eine sehr kleine Stadt, was es sehr schön fußläufig macht, aber auch nicht wirklich spannend. Haga ist eine Straße gefühlt, die wunderschön ist. Es gibt hier ein paar Bars, die auch mega schön sind, aber ansonsten reicht euch ein Wochenende. Also ich bin Donnerstagabend angekommen, es ist jetzt Sonntagmittag und ich fühle mich so, als ich kann jetzt abreisen. Aber natürlich hatte Göteborg auch riesige Vorteile und das ist das Essen. Und deswegen überlege ich mir, zum Ende gibt es noch mal ein kleines Highlight zu essen. Irgendwas Besonderes holen wir uns noch, weil bis jetzt hat ja alles geil geschmeckt. Also ich bin bei Brisket & Friends, das ist so Texas-Style Barbecue. Die haben hier eine riesige Auswahl, Pork Ends, Pork Ribs, Brisket und. Aber auch eine richtig große vegetarische Auswahl. Ich habe einige gehört, die hier auch wegen der vegetarischen Auswahl hingehen. Sowas wie Pulled Mushrooms, wie Cauliflower und so. Mega geil also. Ich habe mir ein Brisket und die Pork Ribs geholt. Brisket ist schon mal richtig lecker. Mac and Cheese schön sahnig, könnte ein bisschen wärmer sein. Und es gibt hier auch noch so richtig geile Barbecue-Soßen. Kansas-Style, South Carolina-Style und Texas-Style. Und natürlich jede Menge Craft Beer, denn generell in Göteborg an jeder Ecke gibt es hier Craft Beer. Es ist mega krass, gefühlt mehr Craft Beer als Einwohner hat die Stadt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie klein die Stadt ist. Ich esse jetzt erstmal, genieße das noch ein bisschen, guckt euch mal an, wie lecker das alles aussieht. So Leute, ich bin fertig, war richtig geiles Essen, guter Abschluss für Göteborg. Ich bin jetzt fertig mit meinem Video, ich habe noch ein paar Stunden hier, aber die werde ich jetzt ein bisschen chillen, noch ein paar Souvenirs kaufen. Göteborg, wie ich hier schon mehrmals gesagt habe, eine Kleinstadt am Ende, zweitgrößte Stadt Schwedens trotzdem. Nicht super spannend, aber gerade das Essen hat mich komplett umgehauen. 5 von 5 Sternen. Ich glaube, essenstechnisch hatte ich noch nie so viel Erfolg auf einem Trip wie hier, vor allem wenn man es mit dem Harz vergleicht, wo wir nur Misserfolge hatten. Ja, was soll ich sagen? Ich verabschiede mich, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Habt ihr vielleicht ein paar Reisetipps? Naja, haut rein.